Was ging ab in Ohio, Alter? Jetzt ist 7 Uhr, 5 Uhr bin ich aufgewacht. Ich dachte mir, jetzt ist vorbei, Alter. Gestern erzähle ich noch was. Alles ist so gut wie in trockenen Tüchern. Digga, da draußen ging ein Sturm ab. Sorgen wir dafür, dass die Dinosaurier aussterben. Ihr macht euren eigenen Wettkampf eigentlich, ja. Oh, 2 Stück! Ramon, ich, der Rest ist egal. Gott sei Dank, bei mir ist keine Apple Watch, kein Handy losgegangen, aber gerade schreibe ich in unsere Gruppe hier. Ey, da draußen ging irgendwie so eine Sirene ab, so ein Alarm, Alter, von unserem ESN-Team, welche die im Hotel sind, wurden einfach evakuiert. Die wurden in liebe Grüße an Hanna, die wurden in so ein komisches Zelt oder so gebracht, also richtig wild, was hier abgeht. Und ich dachte mir in aller Ruhe, erstmal hochgehen, Käffchen zischen. Mich hat's rausgehauen. Mich auch, ich hatte Flugmodus an. Hast du auch das gekriegt? Alle beide. Volle Hütte, oder? Wie schaut der Flugmodus an? Wie geht's dir? Mev, danke. Du bist der Einzige, der als erstes fragt, wie es mir geht. Mir geht's gut, danke. Geht's dir besser? Ja, danke. Das freut mich. Get ready for the first call out of the Arnold Classics 224 Urs. In the center stage, please. Jetzt haben wir hier die Center Stage mit absolut beschissenem Licht, aber sollte reichen, weil wir haben jeden Morgen die gleichen Maßnahmen und Coach weiß, was er zu gucken hat. Gut, dann? Bist du. Boah. Holy moly. Ich habe das gestern Abend nochmal geübt. Ich hau die Hufe rein und der Trick ist, wenn du dann ein bisschen die Knie nach vorne schiebst, dann kannst du richtig und dann halt, also du baust den Druck quer auf, weißt du wie ich meine? Du schiebst so, also so die Beine zusammen und gehst aber dann nach vorne und dann kriegst du da so einen Zug drauf. Nach einem wunderbaren, mir hängt glaube ich immer noch der fucking Spinat in der Fresse selber heim. Die Leute kennen es, auf den Reaction-Videos auf dem Alice und V-Kanal einfach jeden Morgen. Ja moin, hängt noch ein fettes Stück Spinat vom Kräuterteppich auf dem Ei. Ja, und während ich hier gerade so entspannt liege, steht jetzt gleich die Rasur an. Der Bär wird enthaart. Ich sag's euch, wenn jetzt die Nassrasur kommt, dann wird von der Haut, die so dick ist, die Haut so dick. Und das macht am Ende einen fetten Unterschied. Und da lasse ich auch nur eine ran ans Gerät. Und zwar meine bessere Hälfte. Morgen Abend kommt ja die Farbe drauf. Und da ich immer relativ gut reagiere, also nicht irgendwie übel Pickel oder so krieg und irgendwie Ausschläge, was auch an Alices und meinem Zweitsponsor LSA, die bei mir das Tanning machen, ich da immer mit Produkten ausgestattet werde, die die Haut feucht halten, frisch halten und gepeelt hält. Ja, funktioniert das ganz gut. Wir haben damals immer mit dem One Blade rasiert, mit dem fangen wir auch an, weil gerade so Real Talk, so unterm Arsch, ihr kennt's, da kommt dann schon manchmal der ein oder andere Pickel, wenn man sich da rasiert, Alter. Deswegen gehen wir da just to be safe auf Nummer sicher, machen das damit und dann den Rest mit Nassrasur. Und wir haben das jetzt mal vor, lass mich nicht lügen, 3 Wochen oder so getestet. Und weil der Rasierer leer war und ich war erst davor, oh nee, Mann, nass rasieren geht gar nicht. Dann hat sich herausgestellt, dass die Nassrasur auf jeden Fall mies geil reinklatscht und das Ganze noch besser zur Geltung kommt. Deswegen steht das heute auf jeden Fall auf dem Tagespunkt. Und hinterher fahren wir dann zum Einkaufen, denn der Boy braucht ab morgen die Carbs im System. Dann kann ich da ganz entspannt morgen zur Waage aufladen, den ganzen Programmpunkt sozusagen abspielen, der dann in meinem Kopf so als imaginäre Checkliste gilt. Ihr begleitet uns auf jeden Fall. Es gibt wieder alles zu sehen, den ganzen Ablauf und in diesem Sinne, let's rasier. Let's rasier. Rasieren, spabieren, buchstabieren. Also, auf einem Mittwoch.
Einmal Körper auf Körperfettanteil. Das ist auch das erste Mal, dass ich dabei bin, wie sich jemand rasiert. Oder ganz intime Momente teilen wir hier zusammen. Nicht nur die Seiten werden heute frisch gemacht fürs Wochenende. Ich finde es sehr, sehr wichtig, ich sage ja immer Reach Maximum Aesthetic. Mein Dad war auch schon Leistungssportler, der war Profi-Gewichtheber, das weiß der ein oder andere. Und der hat auch immer gesagt, Junge, als Athlet rasierst du dich gefälligst. Wenn man auch Unfälle hat zum Beispiel, bedenken gar nicht viele, wenn man sich jetzt was abreißt oder sonst irgendwas, du kommst ins Krankenhaus und bist schon rasiert, ist das auf jeden Fall ein Vorteil, weil es dann schneller geht und man nicht vor der OP noch irgendwie da rumrasieren muss. Und ich finde einfach so als Sportler, es macht schon einen gepflegten Eindruck so. Ich brauche jetzt nicht immer den Skin-Fade überall an den Legs und so in der Off-Season, aber ich finde, wenn du so ein zugewachsener Braunbär bist, Alter, dann ist das schon auch, weiß nicht, so ein geiler Bart, okay, finde ich geil, hatte ich auch mal, aber so bin ich immer Stage, das heißt immer Shredded sein, das sowieso, aber Stage heißt immer Gesicht, Haare weg, Seiten frisch machen und Body komplett rasieren. So herrlicherweise, wir können Haken dahinter setzen. Rasur erledigt. Jetzt gibt's ein Meal und dann gehen wir ab zum Einkaufen, Leute. Ich habe gerade eine Nachricht von Laura bekommen, Aktionsplanerin von ESN. Kochbuch ist Bestseller, du rockst. Rise and Shine rockt. Baby. Bestseller-Autorin. Bestseller-Autorin. Spiegel Bestseller-Autorin. Top-Freundin, was soll ich sagen? Die Frau, die hat's einfach drauf. Aber ich hab's auch drauf, denn ich hab gezaubert. Was gibt's wieder? 3-mal auf die Raten. Spargel, Kartoffel und good old Chicken. Warum bist du Spargel? Weil ich ein durchgeknallter Bodybuilder bin und Spargel ja die entwässernde Eigenschaft hat. Wenn man da irgendwie als Bodybuilder denkt, das ist jetzt extra nochmal krass, wenn man das die Woche vor dem Wettkampf isst. Und ja, das ist wirklich for real der ehrliche Grund. Ich könnte auch jedes andere Gemüse nehmen, aber Spargel ist so dieses magische Ding. I keep it simple, I'm a simple man. I keep it old school, my man. Ja, es schmeckt, funktioniert. Der Urin stinkt. Und in diesem Sinne reinladen und dann ab zum Shoppen. Auch nicht nur das Airbnb wurde abgegradet dieses Jahr, sondern wir sind zwar noch nicht ganz oben angekommen, wir gehen noch nicht zu Whole Foods einkaufen für schlappe 6.000 pro Einkauf, aber wir sind nicht mehr im Walmart am Start, sondern im Kroger. Ich steuere schon direkt mal auf die Bananen zu, denn Bananen sind wichtig. Alter, niemals. Alice, Kann rausgehen. es ist dein Laden. Es ist einfach Alices Laden. Das ist ja... Was? Also ich kann euch mal eine Sache sagen. Alicia Kolb, Kombination des Jahrhunderts, die holt sich jedes Mal Früchte aus dem Ding und ein Starbucks. Also wenn wir umziehen, dann nach Columbus, Ohio. Nicht. Aber ey, das ist echt ein geiler Laden. Guck mal hier, so nach dem Wettkampf, so ein gutes... Auch mal oben auf dem Grill. 2,5 Pfund, guck mal wie geil das aussieht. Ja, Ingwer einfach jetzt, um die Verdauung weiterhin gut am Start zu halten. Morgen kommen ja viele Carbs ins System und da ist es wichtig, dass das alles gut verdaut wird und man ordentlich kackt. Deswegen, meine Damen und Herren, wir sind angekommen bei den Bananen. Ganz wichtig für mich, Organic. Wir haben hier einmal die hier. Die sehen ganz dick aus. Was seid ihr? Team grün oder gelbe Bananen? Ich finde so, doch, das geht auch klar. Ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist genug einzukaufen. Weil irgendwie jedes Mal muss dann Alice nachher nach dem Prejudging irgendwo hinrennen und noch irgendwas kaufen. Und das soll diesmal nicht der Fehler sein. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist schon geil, aber muss man sagen, was ich auch feiere, hier so Pico de Gallo und so Geschichten. Ich habe ja gesagt, nach dem Wettkampf machen wir ein schönes Barbecue zusammen. Und da werden wir uns auf jeden Fall dann auch so Pico de Gallo holen, ein paar schöne Steaks, ein bisschen Guacamole. Die gibt es hier auf jeden Fall gut am Start. Und ja, in diesem Sinne schauen wir weiter. Das war es jetzt erstmal mit dem
Mit dem Fraß, jetzt brauchen wir was zum Aufladen. Das weiße Gold, aka Rice. Das weiße Gold ist tatsächlich heute Morgen auch schon angekommen. Und zwar ein fetter Sack von unserem ESN, 2 Säcke von unserem ESN Reispudding. Ich sag's euch, das ist der Gamechanger, was den Carb-Up betrifft, weil das einfach vorverdaut ist, beziehungsweise hydrothermisch aufgeschlossen ist der Fachbegriff. Und es so gut verdaut wird von eurem Verdauungstrakt, dass ihr einfach definitiv einen Vorteil habt, wenn ihr damit auflädt. Und deswegen ist das so Hauptprodukt, was ich benutzen werde. Unter anderem zusammen mit Ranch Dressing und Käse. Nee, Spaß. Aber das ist schon mal auch ein gutes Stichwort, nachdem wir heute Ausschau halten. Wow. Die sehen krass aus. Digga, das ist ein von den Dingern ist so, Junge, du hältst dich an deinen Plan, also kriegst keinen Scheiß. Das sind ordentliche Fladen auf jeden Fall. Hier. Oh, was haben die noch krasses am Start? Ich mag deutsches Gebäck eigentlich überkrass, aber wenn man mal in den USA ist, die haben halt schon, ist schon so völlig kranke Scheiße. Extreme Chocolate Brownies, Alter. Ich glaube, wenn du dir da halt einen rein, gut, einen davon isst keiner. Alter, Digga, einfach, das ist ein Brownie. Coach hat gesagt, ein Brownie geht fit. Ja, Alter, du hast gesagt, ein Brownie, Mann, dann habe ich halt einen Brownie geholt. Aber ich habe mein Törtchen hier hinter der Kamera. Ja, Alter. Junge. Oh, wenn ich mir jetzt eine aussuchen könnte. Hä? Jungs, hat jemand von euch schon mal so eine Torte in Deutschland gesehen? Also das denken die Amis, fressen wir den ganzen Tag in Deutschland, Alter. Stabil. Das Ding hat an Kalorien, ja, über 5000, das ganze Ding. Das geht eigentlich, das ja. geht schon fit. Ich meine, ein Stückchen 500 Kalorien und da sind 12 Stück drin, also. Eine polnische Pork-Kiełbasa. Hammer. Nee, aber da, also für ein Barbecue bin ich auf jeden Fall down nach dem Wettkampf. Dann wird schon fast Tradition. In Texas haben wir das gemacht. Jetzt hier bringen wir es. Aber ist auch geil, so mit dem Team, mit den guten Leuten. Hier hat es genug an Fleisch. Ihr habt ein cleanes, geiles Meal und fühlt euch danach nicht wie ein Haufen Scheiße. Jetzt die Frage, welchen Alk holen wir? Welcher ist der gute? Ja, heute, wir holen edlen Tropfen, oder? Weil es die Arnold Classics sind. Leute, wir haben uns entschieden. Polacco lädt diesmal auf. Es ist ein gutes Omen. Und das Omen ist immer wichtig. Deswegen an alle meine polnischen Brüder und Schwestern. Belvedere Organic Wodka gibt es diesmal Free Show. Und ich würde sagen, der kann nur Glück bringen. Und wenn wir den Sieg einfahren, upgraden wir das Ganze zu dem Ding hier. Aber wir fangen mal klein an, Alter. Aber Freunde, don't drink and drive. Deswegen keine Macht dem Alkohol. Aber vor der Show und nach der Show ist es gestartet. Wir haben ja gerade ein Problem. Und zwar geht ja unser Ausweis hier nicht. Ich müsste den Reisepass zeigen. Und wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Wie einfach McLovin. Der einfach dann im Liquid Store seine Fake-ID rausholt und fett draufsteht McLovin. Ey, schreibt in die Comments, wer den Film noch nicht gesehen hat. Große Bildungslücke, wer ihn gesehen hat. Einfach Liebe, Alter, das ist so geil, das Ding. Leute, der wäre eigentlich, man möge ihn ausrollen. Zimtteppich. Wer noch keinen hat, könnte sich vielleicht auch einen Fireball Cinnamon Whisky holen. Also wer keinen Zimtteppich mehr bei ESN bekommen hat, der muss vielleicht aufs nächste Produkt warten, bis ich den eigenen Zimt-Whisky raushau. McLovin hat kein Alk bekommen. Epic Fail. Müsst ihr heute Abend nochmal gehen und die Flasche holen. Aber ich finde es auch irgendwie krass, dass die, also irgendwie auch gut, dass die hier so hart drauf gucken und da nichts mal so durchgehen lassen. Ich sehe jetzt zwar nicht aus wie 14, aber es hat mir schon geschmeichelt. Und für alle, die in den Staaten sind,
auch wenn es kein deutsches Brot ist und wir Deutschen einfach gutes Brot machen, die müssen Dave's Killer Bread probieren. Guckt euch einfach den feinen Macker hier an. Hier mit seinen aufgeblähten Gans die Gitarre rockt. Das ist ziemlich stabiles Brot. Jude Jasmine, weil der Golden Boy braucht Golden Star. Das sind immer so kleine, ja, Glücksbringer, sag ich mal. Ja, einfach jetzt wieder Wodka aus Polen, wie der Golden Star Reis. Mit denen habe ich damals in Tampa, weiß ich noch, aufgeladen. Und da habe ich meinen ersten Pro-Win eingefahren. Deswegen nehmen wir Golden Star mit. Was ich aber auch mitnehme, ist so für den Wettkampftag gibt es ganz coole so Fertigreise. Weil das ist ganz cool, wenn wir auf dem Hotelzimmer sind, haben wir eine Mikro und da kann man das dann reinknallen. Was haben wir gelernt? Auch lieber zu viel mit. So, das sind eben Sale und was übrig bleibt, kann die Crew natürlich auch vernichten. Also wir gucken auch immer, dass alle Lebensmittel wegkommen. Nach dem Wettkampf noch Gewürze fürs Ei haben wir am Start. Und ich hätte fast schon wieder wohin gegriffen? Zur Zimtdose, aber hey, wir brauchen keine Almond Butter mehr und wir brauchen keinen Zimt mehr, denn den haben wir selber am Start, Leute. ESN abchecken, Zimtteppich ausrollen und Almond Butter safen. Ist eh geil, weil hier haben die Almond Butters immer irgendwie noch Palmfett oder so mit drin, was absolut räudig ist. Und ja, unsere Almond Butter ist unbehandelt, da besteht alles nur aus diesen Nuts. Ha! Ja, Mann, also ab zum Honig. So, da sind wir beim guten alten Honig und The Miracle Bear with the Honey Bear. Und die sind auf jeden Fall US Grade 1. Packen wir ein. Der Bär ist halt für alles gut, aber diese Backmischungen sollen überkrass sein. Das ist sogar High Protein hier, sehe ich gerade. Und sowas wird mich... Alice hat immer nach dem Olympia, oder nicht immer, einmal hast du nach dem Olympia für mich Alices Bananenbrot. Hat sie für mich gebacken und die sind so ultra geil. Also wenn vielleicht noch Bananen übrig bleiben, wer weiß, was damit passieren wird. Ich merke gerade schon gut, dass du nicht die ganze Zeit einkaufen gegangen bist. Ja, weil das Digga, Jetzt übel. weißt du warum ich ihn nie mitnehme, weil man 100 Oh, das wäre auch mal geil. Cinnamon Swirl. Schatz, komm, Honigbär. Boah, Bruder. Was? No Bake Bars auch noch für richtig faule, Alter. Die musst du nicht mal backen, Junge. 5 Gramm Fett. Ja, wir kommen wieder. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Getting fresh and cold in here. Alter, was? Oh Junge, es ist Digga. ultra kalt. Wie lange waren wir einkaufen, Bro? Ich weiß zwar, auf Diät braucht es ein bisschen länger, Alter, aber mir kommt es gerade vor, als waren wir hier 8 Stunden drin. Ja, Leute, wir haben alles bekommen für den Einkauf. Ihr habt gesehen, was es gibt und auf was es ankommt. Und dass es mit dem Bodybuilder, der gerade entlädt, auch ein bisschen länger dauern kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt alles am Start. Das bringen wir jetzt nach Hause und dann geht's ab ins Gym. Und zwar zum letzten Entladetraining und zum letzten Training eigentlich vor der Show. Jungs, ich würde sagen, jetzt geht's ab ins Pro-Gym. Wir machen dem Namen alle Ehre. Auf in den Kampf, auf in das letzte Entladetraining und in die letzte Session vor dem Wettkampf. Crazy Feelings gerade, aber ich hab Bock. Wir pumpen jetzt schnell durch, rein, raus, tschüss. Rücken. Heute machen wir das Ganze noch uninteressanter als gestern. Wir pumpen echt nur schnell durch. Den ganzen Oberkörper ein bisschen noch ohne erhöhte Anstrengung. Kein Brennen heute mehr, keine Ausbelastung heute mehr, nur mehr Blutfluss. 2 noch. 1, 2. You know me. Oh, there's Chris right there. You know me, brother. Trying to make weight and shit. I'm like, Bro, I'm missing you up there. First row. oh, that was that year. No more.
Leute, Training ist geschafft, was soll ich sagen, ey. Völlig verrücktes Gefühl, jetzt einfach ja, bis nach der Show nicht mehr zu trainieren. Aber so ist es. Jetzt gibt es nochmal Post-Workout. Das gibt es nämlich 366 Tage, nicht 560, wie mich einige verbessert haben. 366 Tage daily im System, das heißt auch am Wettkampftag, auch am Entladetag. Also das auf jeden Fall, um den Speicher jetzt optimal voll zu machen nach dem Training. Für maximalen Support könnt ihr ESN abchecken und Code Polacco shoppen. Wir haben die Arnold's Week am Start, 20% und andere geile Sachen. In diesem Sinne, wir sind raus aus dem Pros Gym, jetzt ab nach Hause und dann gibt es eine Therapie. Der Therapeut ist da, wir machen eine kleine Massage, ist auf jeden Fall wichtig, den Körper ein bisschen runterzubringen, gleichzeitig das Wasser ein bisschen rauszuspülen, sowas wie den Rücken nochmal schön aufzumachen. Deswegen wollte ich das jetzt auch nach dem letzten Training haben. In diesem Sinne haue ich mich gleich auf die Matte. Das war es dann auch von heute. Ich gehe später noch eine Runde spazieren, wird noch was gegessen, später kommt Stefan vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn es heißt, allein mit den Carbs. Danke für euren Support, haut einen Comment raus, wie ihr es auch die letzten Videos gemacht habt. Schaltet den Abo-Button und dann sehen wir uns morgen.